Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel 2. Ich habe beim letzten Mal mitten im Hauptstory-Geschehen den Part beendet und die Ereignisse haben sich beim letzten Mal ziemlich überschlagen, denn eigentlich dachte ich, dass das Highlight wäre, dass wir uns mit Usis duellieren und dass er davon abhängig macht vom Outcome, ob er sich anschließen wird, Class 7, weil er so ein bisschen gestruggelt hat. Zumindest hat er so getan, als würde er strugglen. Wir haben am Ende der letzten Folge nämlich erfahren, dass er seinem Vater vorher schon einen Brief hat zukommen lassen, aus dem hervorging, dass er vorhat, sich Class 7 anzuschließen, was hier gerade Gegenstand des aktuellen Disputs ist, wie man auch in dieser Textbox hier erkennen kann. Dann sind wir plötzlich, nachdem dieses Duell abgeschlossen war, angegriffen worden von 2 Stahlrittern, die wir in einem sehr interessanten Bosskampf bekämpfen mussten. Dann hat sich Sarah plötzlich noch eingeklinkt, die aus heiterem Himmel dann irgendwie da war, nachdem wir dann mitbekommen haben, dass Usis sie im Vorfeld schon kontaktiert hatte. Also eine sehr unübersichtliche Gemengelage, wo ich jetzt sehr gespannt bin, wie das Ganze hier ausgehen wird. Wir gucken mal. I have no wish to dirty the Albarea name. On the contrary, I wish to find for myself how I should live as one who bears it. Useless. What is this drivel? I always knew what a mistake it was to accept you into this family. Unfassbar. Come forth, Knights of Kreuzen! Oh boy, here comes trouble. These must be the soldats from Oryx Fort. I don't recognize that one either. It must be a new model. Hector ist neu, ja. Yeah, there goes any interest I had left. Have a blast. See ya. You always be so indifferent! Reen, Right. looks like it's your turn to shine. Then, This is a do-or-die moment. Best of luck, Reen. Heed my call. Valimar, the Ashen Knight! Acknowledged. An ash-colored knight? Huh. So that's the foul fiend that caused trouble for the soldiers from the Twin Dragons Bridge. Oh, so that's the Ashen Knight? the very same great knight that fought near Trista at that. And I can sense even more mana coming from it now than I could then. Its form is most impressive. Go forth, my knights! With them in our custody, the top spot in the Alliance is as good as mine. Show them the terrifying strength of the newest addition to our army! Yes, Your Grace. Oh boy. That one looks tough. Heavily armored, too. But I'm sure Valimar can take it. Right! Let's do this! I'm counting on you, Valimar! Understood. Na, das kann ja heiter werden. Use your links well. Der letzte Kampf liegt nämlich schon wieder ein bisschen zurück. Ich weiß noch, dass ich da haufenweise Tipps auch bekommen habe, weil ich ja immer wieder Probleme mit der Haltung hatte und der richtigen Deutung und alles und überhaupt. Und es hieß immer, ich meine, das war so der Haupt-O-Ton. Ah, ich bekämpfe gleich 2, okay?
dass ich so ein bisschen auf die Sterne oder so achten soll. Wobei ich jetzt hier gerade gar nicht sehe. Achso, das sind dann wahrscheinlich die Fragezeichen, ne, die dann irgendwann abgelöst werden durch zusätzliche Info. Ja, es wird jetzt hier wahrscheinlich alles wieder so ein bisschen blindes Rumbefehlen und hoffen, dass das am Ende dann gut ausgeht. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. So, soll ich jetzt erstmal auf Hector gehen? Oder auf den hier? Der hier, da habe ich schon wieder so ein bisschen die Befürchtung, dass der den Hector so ein bisschen buffen könnte. Deswegen würde ich tendenziell dem hier eigentlich eher erstmal den Gar rausmachen. Und starte einfach mal. Hier kann ich auch nicht verschiedene Körperpartien, also Körper in Anführungsstrichen, auswählen. Ja, das Vieh, das wird langfristig nerven. Vor allen Dingen Vieh, ey, das klingt so, als würde ich hier voll von organischen Gegnern ausgehen. Dabei bekämpfe ich theoretisch ja Maschinen, ne? So, was war hier nochmal los? Recovery, Restore 1000 EP brauche ich noch nicht. Was war diese Geschichte hier nochmal? Was war Spirit? Consumes, aber recovered auch und gibt ein bisschen was an EP zurück. Ah, hier ist nochmal interessant. Breaks the time barrier, can act again quickly. Und attacks with the Earth's Anger, Earth Element. Okay, damit kann ich aber nur einen angreifen. Und ja, ich weiß, dass ich jederzeit auch wechseln kann zwischen meinen Helfern hier an meiner Seite. Aber warum nicht mal mit Magias spielen? Zuletzt war, glaube ich, immer Vieh unsere Hauptunterstützerin. Zumindest meine ich, dass das in den beiden letzten Kämpfen der Fall gewesen ist. So, ich will natürlich wieder Morning Moon gerne anstreben. Mein Lieblingscraft hier aus der Sparte. Lustrous Slash, das wird dann erstmal noch ein bisschen auf sich warten lassen. Also streng genommen sind die Kämpfe bisher relativ einfach gewesen. Wenn man bedenkt, dass ich super oft gar nicht wusste, so wirklich, was ich eigentlich tue und das Ding dann trotzdem gewonnen habe. Und wenn das weiterhin so bleibt, dann kann ich hier vielleicht auch zuversichtlich sein. Das wird sich zeigen. So, du wirst jetzt eventuell draufgehen. Weil ich glaube, der wird ganz knapp überleben. Nee, er hat es geschafft, weil es ein Critical Hit war. Sehr schön. So, jetzt können wir uns nämlich auf Hector konzentrieren. Ich hoffe, dieser kleine Panzer, der wird nicht irgendwie nachgeordert oder so. Das wäre ein bisschen oll. So, warte mal, wenn ich defende, dann recover ich auch HP, fress weniger Damage. Das Defenden, das kostet 25 CP? Ich bezahle dafür, dass ich nichts mache? Ich hätte jetzt eher erwartet, dass man damit 25 CP vielleicht auffüllt, aber nicht, dass sie verbraucht werden. Aber okay. So, jetzt muss ich hier erstmal gucken. Ich würde sagen Körper oder Kopf, weil der schützt sich gerade mit seinen Armen nicht. Ich gehe mal auf den Buddy und das war scheinbar eine gute Entscheidung. Mal gucken, ob ich hier irgendwann nochmal zum Unite komme. Das wäre auch schön. So, aber jetzt kann er erstmal mit einem Geoquake hier noch ein bisschen weiter voranpreschen, beziehungsweise dem hoffentlich noch ein bisschen was abnehmen. Das wäre schön, jawohl, über 16.000. Nice, Magias. Sehr schön, so muss das. Da müsste ich auch irgendwann mal gucken wegen Heilen, aber ich glaube, jetzt ist die Notwendigkeit noch gar nicht so gegeben. 3 Deadly Slashes. 100 Chance to Unbalance. Schwierig. Das ist halt nur einmalig, ne? Aber wer weiß, wie viel Damage das am Ende austeilt. Ich probiere das einfach mal. Ich habe sonst, also ich weiß, ich bin immer so Team Morning Moon. Aber vielleicht sollten wir uns auch mal andere Optionen ein bisschen genauer anschauen. Hat der jetzt schon 3-mal zugehauen? Ja. Also das, was ich mir da an Schaden erhofft hatte, das ist leider nicht so ganz eingetreten. Ich dachte, der würde ein bisschen mehr reinhauen. Ab sofort wieder alles auf Morning Moon Kurs. Deswegen kann ich dann, sogar noch mehr Schaden als beim letzten Mal. Nochmal knapp 2000 draufgepackt. Sehr schön. Magias wird wütender. Eine andere Erklärung habe ich gerade nicht. So, der hat die gleiche Position wie vorhin auch, oder? Das heißt, nochmal der Buddy? Nee. Das ist eine andere. Hä, die sah für mich komplett gleich aus. Der hatte seine Arme links und rechts runterhängen. Jetzt hat sich was verändert. Jetzt ist er so ein bisschen in den Knien.
Und jetzt würde ich sagen, müsste man auf den Kopf gehen. Eventuell. Ich erkenne es halt irgendwie safe immer noch nicht. A newly developed, heavily armored soldat excels at close range combat and uses powerful cannons. Ja, hat er uns auch hier und da schon mal spüren lassen. Ah, guck mal, ich kann den burnen. Und zielen geht auch. Aber burn wäre jetzt für mich gerade irgendwie fast noch interessanter. Das heißt, wenn ich Magias austauschen würde gegen jemanden, der einen Feuerangriff könnte? Ja. Könnte man drüber nachdenken, ne? Warte mal. Gehe ich jetzt auf die Arme oder gehe ich auf den Kopf? Ich gehe auf die Arme. Oh, das war ganz schlecht. Das war aber vielleicht nicht die falsche Entscheidung. Der hat einfach nur nicht getroffen. Schwierig. So, sollte ich es jetzt nochmal probieren? Ja, super. Das war also auch die falsche Körperpartie. Autsch. Okay, warte, ich bin in Danger. Wir müssen uns jetzt unbedingt irgendwie heilen. Das hier ist einmal Aufladung, das brauche ich nicht. Das hier gibt mir die Hälfte zurück. Ist eigentlich auch gar nicht so viel, ne, letzten Endes. Aber die CP, die nehme ich dankenswerterweise an. Da machen wir das jetzt einmal. Danach werde ich mal gucken, dass ich Magias gegebenenfalls ausgetauscht kriege und jemanden mit reinnehme, der vielleicht burn kann. Auch wenn das Vorhaben eventuell ein bisschen zu spät kommt. Zu Kampfbeginn hätte das vermutlich ein bisschen mehr Sinn ergeben, aber egal. Jawohl. Okay, hat er gerade gestöhnt? Hector, bist du am Ende mit deinen Kräften oder höre ich wieder Dinge, die nicht da sind? So, Lordly Flair. Warte mal, wonach soll ich jetzt genau Ausschau halten? Man kann ja nicht immer anhand der Namen erkennen, welches Element, ne? Wobei Flair ist eigentlich relativ eindeutig. Ich würde mir mal Emma dazu holen. So, und dann kann ich ja mal gucken, was die Beschreibung sagt. Attacks with Burning Flames, Fire Element. Okay, das klingt doch wie etwas, was wir gerne zu unserem Vorteil nutzen. Ich weiß nicht, ob explizit in dem Text auch drinstehen muss, dass Effekte ausgelöst werden können. Weil da stand jetzt nicht drin, dass es den Gegner zum Brennen bringen kann. Aber vielleicht passiert das trotzdem, wenn man Glück hat. Keine Ahnung. So, dann ist, warte mal, also muss ich erstmal wieder gucken. Wie steht denn der da? Eigentlich so wie vorhin, als ich versucht habe, die Arme anzugreifen. Wo das wenig gebracht hat. Deswegen gehe ich jetzt auf den Head. Schon wieder nicht. Das ist natürlich doof. Und der macht mehr Schaden als wir. Zumindest wenn ich normal angreife. Das ist auch nicht gerade so prall. So, jetzt hat er seine Arme wieder ausgebreitet. Aber der scheint zwei Positionen zu haben, die ich aktuell noch nicht so ganz unterscheiden kann. Gehe ich jetzt auf den Körper oder gehe ich auf die Arme? Ich probiere es jetzt mal mit den Armen. Schon wieder falsche Entscheidung. Ungeil. Au, 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 au. Ich muss ja ein bisschen aufpassen, weil ich auch meine EP wieder auffüllen muss. Aber Emma kommt seltener dran als die anderen. Kann das sein? Oder kommen die immer gleich oft dran, egal wen ich hier ausgewählt habe? Oder hängt das auch mit deren Statuswerten zusammen? Weil wenn letzteres der Fall ist, dann war es vielleicht gar nicht so klug, Emma hier mit reinzunehmen. Warte mal, was sagt deine Körperhaltung? Ja, die sagt schon wieder gar nichts. Ich habe einmal den Kopf angegriffen, einmal die Arme angegriffen, als der so eine Position hatte. Beides hat kein Critical Hit heraufbeschworen. Und für den Körper steht ja mir... Warte mal, ich probiere das jetzt einfach. Ah, diesmal ist der Körper wieder richtig sehr ominös. Aber es fehlt nicht mehr viel bis zum Unite-Angriff. Der vielleicht irgendwie noch möglich sein wird hier. So, warte mal, jetzt kommt Emma wieder an die Reihe. Warte mal. Spirit kann ich pro Kampf nur... Ach nee, ich kann es öfter einsetzen, aber dafür brauche ich dann die EP. Okay, warte. Ich glaube, dann werde ich jetzt einmal chargen. Obwohl, warte mal, wenn er mich noch dreimal haut... mit entsprechend Damage Output, dann wird das ein bisschen knapp hier alles, ne? Ich könnte die Defensive jetzt erhöhen, ist aber auch teuer. Ne, ich charge jetzt einfach.
Und hoffe, dass wenn Emma das nächste Mal drankommt, dass sie noch einmal rankommt, ist der erste Punkt. Und dass es dann ausreicht, um nochmal in den Heilungsmodus zu gehen. So, warte mal. Morning Moon steht noch nicht zur Verfügung. Was war das hier? Ach, Burn 50%. Das hier hätte ich von Anfang an machen müssen. Das wäre eine gute Entscheidung gewesen. So, spare ich jetzt auf Morning Moon oder nehme ich jetzt den Flame Impact? Ich glaube, ich entscheide mich hierfür. Vielleicht habe ich ja trotzdem irgendwie Glück. Ja, der brennt. Sehr schön. Das sollte meine Siegchancen vielleicht ein bisschen erhöhen. Jawohl, 3000 verliert er pro Runde. Das ist okay. So, und der hat wieder eine komische Körperhaltung. Was habe ich vorhin gemacht? Ich habe den Körper angegriffen. Und das war gar nicht so verkehrt. Jawohl. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nicht vielleicht den Finisher einsetzen soll. Das hätte nämlich vielleicht ausgereicht. Es könnte sein, dass ich jetzt das erste Mal sterbe. Wobei, nee, Emma kommt jetzt ran. Emma kommt jetzt ran und sie wird meine Rettung sein, denn damit ist dann wahrscheinlich das Ding entschieden zu unseren Gunsten. Sehr schön. So, guck mal, jetzt kann ich nämlich nochmal Morning Moon einsetzen. Mache ich auch. Es hätte jetzt wahrscheinlich nur noch einen Angriff gebraucht und dann wäre der eh down gewesen. Aber das können wir auch elegant kontern. Jawohl, geil. Und jetzt, warte, einmal Viereck. Ich habe zu spät gedrückt, ne? Ich musste gerade ernsthaft gucken, weil ich lange nicht mehr PS4 gespielt habe, wo die Viereck-Taste ist. Das ist so traurig. Jetzt haben wir kein Unite gesehen. Mano. Egal. Sieg ist Sieg. This can't be happening. How can our new soldat be defeated? Damn you. You think he's ready, Celine? He should be. Reen! Give us a hand, Emma! We're going to open the spirit path! Right! A transportation spell? Time to make our escape! Wait! Use this! You can't leave like this! I won't allow it! Farewell for now, Father. Please give my regards to Rufus as well. It is my dearest wish that you won't repeat the mistake you made with Ymir a second time. Arno, might I ask you to return the horse I borrowed to the mansion? As you wish, Lord Eustace. Wait! Wait, I say! That is an order, Eustace! Gott sei Dank juckt ihn das nicht mehr. Aber Sarah ist auch null überrascht gewesen wegen dem Spirit Path, ne? Also die hat, finde ich, gerade reagiert auf die ganze Situation, als hätte sie das schon zig Male durchlaufen. With the last of Class 7 found, they left Berea hard, but even with all of them finally together, their feelings remained mixed. Their reunion itself was a reason for joy, and yet each of them were left with a nasty sense of foreboding at the forefront of their minds. They were face to face with the Alliance's leading generals as well as a newer, more powerful kind of soldat. That, along with the realization of just how powerful Ouroboros and forces could be, left them with happiness and fear in equal measure. Guided by Valimar, they made their way back to Ymir. Können wir wieder snowboarden. Bestes Kontrastprogramm. Von so einer Schlacht um Leben und Tod wieder direkt auf Snowboard schwingen. Aber zum ersten Mal komplett sogar mit Sarah. Ey, das ist so geil. Unser Bike ist auch mitgekommen. Well, we're back. Sorry for overworking you like that, Valimar. Ja, der wird ja auch stärker mit der Zeit, oder? That is not a concern. With every battle that is overcome, my operational efficiency increases. Genau das meinte ich. This is a sign that you too are growing, my awakener. Me? I will return to a state of inactivity. Should you require me, you need only to call my name.
Ich glaube, das Prozedere kennt er bereits. Looks like he fell asleep. We should let him rest for a while. Uses. Are you sure you're okay with leaving things that way? With your dad, I mean? I made my decision. I've no regrets. And now that I've made it, I intend to always look forward, not backwards. That's a great way to look at it, Uses. Just don't go overexerting yourself. It's disturbing to hear you try to comfort me. My, you've all matured so much since I last saw you. It makes sense given all they've been through to get this far. So it seems. What's that? What's what? Ah ja, unser Bike. Natürlich auch am Stissel, the Orbital bike. Was it transported here along with us? Well, it was fairly close by. It must have been drawn into the spirit path. Gut so für uns, oder? Kommen wir schneller von A nach B. Uses and Sarah joined the party. Ich finde, dass man Sarah irgendwie aber nicht so wirklich willkommen geheißen hat. Ich finde, ihre Rückkehr ist gerade so ein bisschen untergegangen, was ich sehr schade finde. Reen and Uses can now use Overdrive when linked with one another. Reen and Sarah can now use Overdrive. Yay! With Reen acting as a medium, Towel and Sarah can now use Overdrive when linked with one another. Aha. Und wenn Reen nicht Teil des Teams ist, geht das dann auch? Now that all of Class 7 has assembled, the number of Overdrive icons in battle has increased to 2. Oh, nice. This will allow you to save up a second Overdrive for later use. These can be used immediately one after another too, allowing for new strategic possibilities. Mir ist gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, dass das vorher noch nicht ging. Aber schön, dass es jetzt möglich ist, scheinbar. Emir bei Nacht ist auch so wunderschön. Fast sogar noch schöner als tagsüber, wenn man sich das mal so anguckt, oder? Gutes Plätzchen für unser Bike ist auch gefunden, sehr schön. Oh mein Gott, wie viele Leute wir inzwischen sind. Welcome home, Reen. I see you were able to find the rest of your classmates. Yeah, this is everyone. It sure wasn't easy. Someone didn't make it easy to find them, though. Regardless, we wouldn't have been able to make it here if not for you all coming to find us. Thank you. And naturally, that goes for you too, Celine. Yeah, whatever. It's good to see you guys again. The winds must have been on your side. Okay, my turn! Aw, why'd you move out of the way? Because you were trying to hug me, obviously. Oh, come on. You know you want to. While I'd expected you to come back with your classmates, I didn't think you'd come back with Sarah, too. Not that anything had ever happened to you, of all people. I didn't doubt your safe return for a moment, Lady Sarah. Thanks, I guess. It certainly has gotten lively around here. It sure has. You're looking a lot better, Dad. I'm still a ways from being back to my old self, but I'm finding it a lot easier to walk around. Toval and Sharon have kindly been handling both the village's security and correspondence with the other regions, which means I can focus on my health. We've done nothing special, I assure you. We're just glad to see you getting better. That's not true at all. You've done so much for us, I don't even know where to begin thanking you. And Reen, I want you to know that we're both so proud of what you've accomplished. It couldn't have been easy coming this far, but you did it. You should hold your head high. Thanks, Mom. Oh, I wouldn't have been able to do any of it alone. It was only possible because everyone was with me. Well, I think we've been standing out here long enough. I've had rooms prepared for you all at the Phoenix Wing, so go ahead and rest there. Oh, nice. Isn't that where we stayed during our last visit? That's the one. I imagine you must all be exhausted after all that's transpired in the past few days. The open-air bath's finally been repaired too. If you get the chance, you should enjoy a nice, relaxing bath after all your hard work.
Klingt gut. Vor allen Dingen, wenn sich daraus wieder nette Gespräche ergeben, ne? Wir gehen ja da nicht alleine rein. Oh. Oh. Was ist denn Manage Save Data? Return to Title Screen. Ich speichere mal und dann continue ich. Thursday left. Tschüss, Stimme. Es wird irgendwie nicht besser. Thursday left for the Phoenix Wings to recover from the exhaustion that had built up over the past few days. Thanks to the manager's kindness, they had the building largely to themselves, so they enjoyed a relaxing dinner and soak in the springs. And after agreeing that they would discuss what to do next the following afternoon, they returned to their rooms to sleep. Klingt nach einem sehr entspannten und wunderschönen Tag. Haben sie sich aber auch verdient, ne? Wow, okay, ich glaube, ich mag Emir bei Nacht noch mehr als am helllichten Tage. Einfach nur voll hübsch. Und abends in der Quelle sitzen, ich wollte gerade sagen, wie ultra entspannt muss das bitte sein. Stellt euch mal vor, jeden Feierabend die Möglichkeit zu haben, das zu tun. It's so peaceful tonight. Everyone's probably fast asleep by now. Es wird safe gleich irgendjemand zu ihm stoßen und ihn in ein Gespräch verwickeln. Die Frage ist nur, wer. We might have all spent our time apart in different ways, all with different things on our minds. But now we're finally back together as a class. It wasn't easy getting this far, but we have one less thing to worry about now. And I owe it all to Elise's support and encouragement. It's thanks to her that I've been able to make it this far. Hang in there, Elise. I'll bring you and Princess Elfin back safely, I promise. And when I do, I'll be sure to thank you again for giving me all I needed to come as far as I have. We still have to sit down and discuss what we're going to do from here on out, too. Can we even figure something like that out by tomorrow? I've got to bring at least some ideas to the table, but what? I'm happy we're together again, but we've got a lot to decide about our future, and it's something we need to decide as a team. Wir werden schon eine gute Lösung finden. Reen ist ja nicht der Einzige, der sich den Kopf zerbrechen wird. Everyone's had their own challenges to face and problems to conquer, but each of them faced what they were given head-on. We ended up apart, but no one lost hope. Instead, everyone tried to make the best out of the circumstances they were dealt. Thinking back on our reunions, I think the one who left the strongest impression was... Was? Wenn es um die Reunion ging. Oh, das ist aber eine interessante Frage. Da muss man sich ja erstmal so ein bisschen reindenken. Also ganz ehrlich, ich finde persönlich, dass Yusis eigentlich den besten Eindruck gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Weil er halt extrem über seinen Schatten springen musste. Also manche andere hier aus der Runde auch. Marcus war ja relativ unspektakulär mit Fee und Elliot zusammen. Die haben wir halt so im Vorbeigehen dann mitgenommen. Sarah, die halt aus heiterem Himmel kam, da wissen wir nicht, was sie vorher alles gemacht hat. Wir haben ja darüber noch nicht gesprochen. Also wenn ich ehrlich antworten würde, müsste ich Uses nehmen. Mache ich es auch. Auch wenn es wahrscheinlich Bonus-Points gibt im Hintergrund, die ich eigentlich eher bei jemand anderem sehen würde. Aber die Fragestellung war ja relativ klar. I think it would have to be Uses. He belongs to one of the 4 great houses and yet he used that position to search for our whereabouts instead. Wobei Claire wäre auch eine gute Antwort gewesen. Weil Claire hat auch relativ viel zurückgelassen und geht ein relativ hohes Risiko ein, indem sie ihr altes Tätigkeitsumfeld, sage ich mal, zurückgelassen hat. Aber ich finde Uses Opfer noch krasser, was er gebracht hat. Auch wenn er sich innerlich wahrscheinlich schon lange von seiner Familie abgekapselt hat und den Moment einfach erwartet und vielleicht auch herbeigesehnt hat, dass wir endlich auf der Bildfläche erscheinen. Schwierig. Considering how important his father and brother are in the Noble Alliance, that couldn't have been an easy decision for him. He was... Entschuldigung.
He was never willing to compromise his sense of responsibility and he tried to find his own path to believe in instead. Ich fand das so geil, weil Reen gerade von Responsibility spricht, wie er am Ende, bevor sie in diesen Teleporter gestiegen sind, er noch klare Anweisungen gegeben hat, so ne, bring bitte das Pferd zurück, kümmere dich darum, mach das und das. Er ist einfach so ein super akkurater, aufgeräumter, verantwortungsvoller Typ. Und das schätze ich an Yusis. Auch wenn er menschlich gesehen vielleicht nicht unbedingt die einfachste Person ist, aber so seine Art und Weise, Dinge zu handeln, die mag ich an ihm. Schade, dass wir jetzt nicht die anderen noch auswählen können. Ne? Wäre interessant gewesen. I wish I could be like him. I wish I could be that strong. Ach, das bist du doch, Reen. Also du brauchst dich am allerwenigsten hinter Yusis zu verstecken. You seem to be quite comfortable having the whole spring to yourself. Jetzt kommt er, weil ich ihn ausgewählt habe. Mist. Also... Oh, hey. I didn't think anyone would be swinging by this late. Ist natürlich trotzdem interessant, aber vielleicht wären die Gespräche mit den anderen noch interessanter gewesen. Eigentlich müsste man, aber ich habe ja vorher gespeichert, eigentlich müsste man mal alle Gespräche sich angucken. Wäre sehr interessant. Ich habe gerade Überlegungen. Na, mal gucken. I figured everyone would be fast asleep by now. I might have been, but I noticed you leaving your room, so I thought I'd see what you were up to. Would you mind if I joined you? Sure, go right ahead. The feeling of relaxing in a hot spring during winter truly is indescribable. The warmth that spreads through your body is oddly comforting. This is my favorite season to use the springs too. Still, what made you want to come back in here? I mean, I know it's nice and it's not like I can talk, but we were all in here earlier today. I thought that this might be a good opportunity to talk to you. I'd like to thank you, Reen. Thank me? Thank me for what? I don't feel like I've done anything that warrants being thanked. For everything that has happened until now, I suppose. Thank you for surviving all this time so that we could meet again. And thank you for risking everything by traveling into one of the noble faction's largest strongholds to find me. Crow may not be with us, but it was all thanks to you that we were able to come together like this. Thanks to me? That's not true. It was only thanks to everyone's support, yours included, that I was able to do anything at all. I can see why you'd feel that way. Still, I believe Class 7 is what it is because you are at its center. We all believed you would rise up against the odds, and that's why we're here right now, fighting at your side. I know I'm not the only one who feels as much. So, thank you, Reen. I'm not sure laughing is the most appropriate reaction. Especially since you're always the one making us listen to those ridiculously florid speeches with a straight face. I'm sorry. I wasn't laughing at you. It just finally hit home that everything Elise said was true. I had no idea that everyone was thinking of me as much as they were, or that so many people were looking out for me. It just made me realize all over again how blind I've been all this time. So I couldn't help but laugh at myself. I see. Know this. The bonds forged between us will not be broken easily. I hope you'll never forget that. Don't worry, I won't. And now that Class 7 is together again, I'm sure we'll be able to go back to the Academy one day. As long as we don't give up, I know we can make that a reality. So, let's give it everything we've got. I fully intend to. Sehr schön. Ich gehe hier mit einem guten Bauchgefühl raus. Mich hätte trotzdem interessiert, wie... Ja, also das war klar, dass das hier passieren würde. Mich würde trotzdem interessieren, wie die anderen Gespräche ablaufen würden mit den jeweils anderen. Bin am Überlegen, ob ich danach, also wenn die nächste Folge online kommt, das nicht durch einen Bonuspart ersetze, wo ich alle Gespräche mal aufzeige. Ich werde das mal durchdenken. Renet Uses reached Link Level 3. Yay! Art Support Powerful Strike.
Nehmen wir alles mit. Auch wenn Justus es sehr schwer haben wird, sich einen Platz zu erkämpfen in der Hauptmannschaft. Davon mal abgesehen, aber mal gucken. Oh, ein Rest Day. Das heißt, wir bekommen wieder Bonding-Events zu sehen, oder? Und diesmal mit super vielen Leuten vermutlich. Ey, wir sind so eine große Truppe jetzt inzwischen. Das kann nur gut werden. Bin gespannt. Aber wir konnten an den letzten 3 Days auch nicht mit allen, glaube ich, Events auslösen, oder? Es ist immer nur eine bestimmte Anzahl, glaube ich, an Leuten. Ich bin auch gespannt, ob wir bei Sarah das Outfit anpassen können. Obwohl ich ihr Outfit eigentlich liebe. Also bei ihr habe ich gar nicht so das Bedürfnis, aber gucken kann man ja mal. Okay, our meeting in the Phoenix Wings cafeteria isn't until this afternoon. Which means I've got plenty of time to figure out what we can do beforehand. Maybe it would help to ask the others about what's on their minds too. Yeah, sounds like a plan. Immer gut, seine Freunde zu fragen. Receive bonding points. This time, Laura, Emma, Justus and Sarah have 2 bonding events each that can be viewed instead of 1. Interessant. Wer? Laura, Emma, Justus und Sarah. Okay. Justus und Sarah, da hatte ich auch gehofft, dass die hier definitiv mit drin sind, weil die halt neu mit dazugekommen sind. Vor allem bei Sarah habe ich voll Redebedarf. Talking to one of these characters after viewing their first bonding event will allow you to view their second. Nice. Character Notebook updated. Ja, das war vermutlich auch überfällig. So, ich sehe ein goldenes Ausrufezeichen. Was war... Achso, das war Bonding-Event. Da haben wir ja die Legende oben links. Man muss sich nur genau genug umschauen. Dann gibt einem das Spiel Antworten. Das heißt, wenn ich jetzt mich wieder schlafen lege, ist der Tag vorbei, ne? Enjoy your free time, then rest. Okay, das war die letzten Male auch so. Oh my gosh, die ganzen Ausrufezeichen. Ich glaube, ich weiß, was ich für den restlichen Part machen werde. Und es wird sich vermutlich noch bis in den kompletten nächsten Part mit reinziehen. Und ich habe Bock drauf. So, warte mal. Erstmal gucken, wer hier überhaupt steht. Oh, Alisa. Vor den Waffen. Okay, was geht dir durch den Kopf? Hoffentlich nichts für andere Gefährliches oder so. Hallo Bernhard. His recovery is coming along nicely, but the battle isn't over yet. He still needs to rest as much as he can. There's no medicine more effective than time. His recovery is coming along nicely. Time, okay. Hier wiederholt er sich. Hallo Vater, na? Father Bernard is always so dependable when it comes to medical care. I feel like I'm back to my old self again, which means it's about time I got out of bed and returned to business as usual. I'd strongly advise against that. You still need rest. And while I'm sure you're feeling out of shape from all the bad rest, I'd also advise again going out hunting. Oops. But when can I go out hunting again? Your injuries were so great we could have lost you. For peace of mind, I'd like to keep an eye on your condition for another week. A whole week? Well, if we must. His passion for hunting is still as strong as ever, I see. I can't deny my disappointment, but if Father Bernard says I must, then I've little choice in the matter. But the minute I'm in the clear to hunt, I'll be bringing home a massive white boar to celebrate. Count me in, Reen. Davon gehen wir ganz stark aus. I can't deny my disappointment, but if Father Bernard says I must, then I've little choice in the matter. But the minute I'm in... Okay. Das mit der Boar, darauf kommen wir gerne zurück. Ich hoffe, du holst uns hier leckeres Fleisch zu dem Zeitpunkt, wo wir auch anwesend sind und nicht in unserer Abwesenheit, aber das wird sich schon einrichten lassen. So, okay. Er ist auf dem Weg zur Besserung, aber immer noch nicht ganz fit. Da würde ich sagen... Oh, ich sehe gerade, oh my gosh, 15 Bonding Points. Da habe ich heute noch gar nicht hingeguckt. 15 Bonding Points. Okay, das könnte sich dann auch über 2 weitere Parts noch erstrecken. Wir werden sehen. Aber wir starten mit Alisa. What are you doing in here, Alisa? Your mother told me that I could find some tools in here, so here I am. I need them for the work I'm going to be doing on the Orbital bike. Wait, you know how the bike works well enough to do that? Well, as an engine's an engine, right? I should be able to tinker with it. After all Angelica's done for us. Sorry, kleine Unterbrechung, weil die Post geklingelt hat mal wieder. Also,
Warte, wo bin ich stehen geblieben? After all Angelica's done for us, I at least want to make sure she gets her precious bike back in top condition. Might be nice if I gave her a hand. Ja. Boah, ich merke gerade, ich weiß nicht, ob das die Erkältung ist oder irgendwie Post-Covid oder so, aber ich bin gerade voll außer Puste, obwohl ich gerade nicht viel gemacht habe, außer, ja okay, aufzuspringen und zur Tür zu rennen und aufzumachen, aber mal gucken, notfalls mache ich gleich nochmal einen kleinen Cut rein. So, yes, need a hand there. Sounds like a two-person job to me, and I'd feel bad making you do all the work when Angelica left it in my care. I figured you'd say that. It will probably go more smoothly with an extra pair of hands, so sure. So sure. So rum. So wäre die adäquate Betonung vermutlich gewesen. Gut, dass wir dich haben, Alisa. Alright, that's everything around the Orbital engine taken care of. It could probably do with being taken for a test ride at some point, though. Oh, I should oil the moving parts too. Man, you really are amazing. I knew you were good with orbital technology and all, but I didn't expect you to be able to perform maintenance this well. All of this is just a stopgap, really. I had a few chances to look at it back at the academy too, so I have a vague idea of what needs doing, but that's all. Doesn't make you any less amazing in my eyes. When in NOCH you worked out what was wrong with that truck and even knew the model of that mortar we found. At first I thought it was just because you're part of the Reinford family, but I feel like that's underselling you now. You must have studied like crazy to know so much. Well, I did spend a lot of time studying orbit technology even before enrolling at the academy. I used my family name however I could in order to visit RF factories and attend lectures at the Institute of Technology. I'm more than confident I made the most of every chance I had to study and broaden my knowledge of the field. I have a feeling I know why you did all that too. Was it to rebel against your mother? Well, I can't deny it. Not to beat a dead horse, but it felt like Mother just stopped caring about us after my father passed away. I mean, she'd stolen the company from grandfather and everything. How could you do that to your own father? So I suppose you could say, or that studying was my way of trying to show her up at something, a little at least. I see. So, were you able to? Not in the slightest. Now that she's missing, this isn't the time to be thinking about my next act of rebellion either. And you know what? That's fine by me. I've made my mind up to focus on the future rather than the past for now. I've got to keep that promise I made to her in Rua after all. I'll be running the company before she knows it. I think she'd prefer it that way, honestly. Da bin ich gespannt, ob wir jemals Alisa in einem der späteren Teile sehen werden. In der... Oh Gott, jetzt fängt er schon wieder an, Köpfe zu tätscheln, ey. Das macht mich wahnsinnig, echt. So sehr ich Reen auch schätze, aber diese Marotte, die ist so cringe manchmal. Da verschlägt's mir glatt die Sprache. Look at you. You were so engrossed in the bike that you didn't even notice all the snow building up on your head. Achso, okay, okay. Wenn er ihr nur den Schnee vom Kopf weggemacht hat, dann nehme ich alles wieder zurück. Aber die Grenzen sind fließend bei einem Reen Schwarzer. Still, I think you found the right way to approach things. I'll have to pick up a few pointers from you. Can't let myself get too wrapped up in my past either. And that way... we'll both be able to find the best parts for each of us to take. I certainly hope so. Ja, warte. Come on, don't cry. Here, this will cheer you up. Was? Wo kommt das jetzt her? Is that a bunny made out of snow? Das ist auf jeden Fall die kleine Alisa. Das erkennt man an den angedeuteten Zöpfchen. Und dieses Maskottchen hatte sie uns damals an einer heißen Quelle, wo wir unsere Füße ein bisschen aufgewärmt hatten, auch gegeben. Ich habe nur vergessen, wie das hieß. And look, you've got loads of snow on your head too. Don't worry, you can follow me back to Emir. So stay close, okay? Okay. Are you kidding me? What's wrong? I can't believe I forgot.
Remember how I talked about coming here with my family as a kid? I ended up getting lost out on the mountain. But just when I started to think I'd be lost there forever, a boy appeared out of nowhere, and he led me all the way back to MEHR. That boy was you, I'm sure of it. That does ring a bell actually. The year after that was when the whole thing with my power happened. So I kind of pushed everything else to the back of my mind. Weird, we really did meet when we were kids. I was only joking about it before, but yeah, we really did. I'd forgotten all about it too, probably because it was a scary memory for me. I don't blame you. Still, you don't get coincidences like this every day. I'd be embarrassed to try and attribute it to something like fate, though. Yeah, you're right. Maybe if we'd realized sooner, sure. But it makes me happy to know it was you all along. Sorry, I didn't quite catch that. It's nothing at all. Anyway, let's finish up with the bike, shall we? Yeah, sure. Okay, das war aufschlussreich. Reen and Elisa worked together to finish the rest of the bike's maintenance, the two of them feeling somewhat awkward around each other due to their recent discovery. And upon their completion, they went to return the tools to Baron Schwarz's study. Your bond with Elisa strengthened. Juhu. Dankeschön. Sehr gut. Character Notebook updated. Sehr schön. Das passiert jetzt vermutlich bei jedem, mit dem ich nochmal spreche, ne? I can't believe we actually met when we were kids. I guess that doesn't change things much though, does it? Nothing's more important than the bonds we've developed as members of Class 7. I can't believe we actually met. Okay. Oh, jetzt muss ich gleich wieder niesen. Deswegen kurz Nase zuhalten und versuchen trotzdem zu laufen. So, wir sind mit dem Haus dann, glaube ich, durch. Es sei denn, unten wartet noch jemand. Nee, das sind nur die Zeichen von oben. Wobei, doch, warte, hier in der Küche steht noch jemand. Wer könnte das nur sein? Na? Ah, okay, die Mutti. Ich hatte zuerst Sharon überlegt, aber bei Sharon wäre vermutlich ein gelbes Ausrufezeichen auch da gewesen. Hallo. You'll be meeting with your classmates today, yes? Yeah, there are a few things we need to cover before going forward, plus we need to talk about Elise and the princess too. That determination in your eyes is so like your father's. No matter what path you choose to follow, always know that you have our support. Just remember to take care of yourself, alright? I will, I promise. Sehr gut. I'm relieved to see your classmates are safe and well. It's clear as day that you won't stop at helping only them, however. Everyone you've met, students from the academy, your instructors, all the citizens from all the towns you've visited, they've all left their mark on you, and I know you want to help them just as much. I couldn't be more proud of you, Reen. Ich glaube, dieses Kompliment nimmt er nicht an. Aber ich bin fast froh, dass er jetzt nicht wieder sagt, das war doch gar nichts, das hätte doch jeder gemacht, ohne meine Freunde hätte ich das alles ja nicht geschafft. Da kannst du wirklich so ein Trades-Bullshit-Bingo draus machen, so. Reens Standard-Antworten auf Komplimente, die er bekommt. Die Liste wäre auf jeden Fall lang. So, wen oder was haben wir hier? Hatten wir diesen kleinen grünen Bereich hier beim letzten Mal auch schon? Der kommt mir irgendwie neu vor. Ich muss gleich niesen. It's Angelica's Orbital Bike. I have to take good care of this in Angelica's place. It's Angelica's Orbital Bike. So, warte. Boah, ey, meine Nase nervt mich gerade. Ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wo alle Erkältungserscheinungen irgendwann mal komplett weg sind. Weil seit Wochen plage ich mich mit diesem Müll schon rum. It's the Schwarzer Family Stable. Alles wie immer. So, hallo Gizmo. Na? Lord Trio's condition improving has no doubt caused Arthur to perk up as well. He truly loves his master, I can tell you that. I'll have to be sure to keep him well brushed for when Lord Tio is fit to ride him again. Ist wohl besser so. Patrolling his territory and slaying dangerous monsters are all important duties of a ruling lord, and I'm sure Lord Tio will soon be ready to resume doing so. Hold on just a while longer, Arthur. Ja, das Tier wird vermutlich auch spüren, dass es dem Besitzer schon ein bisschen besser geht und er auf einem guten Weg ist. So, sprechen wir zuerst mit Laura oder zuerst mit Fee?
Ich glaube, ein Bonding-Event können wir uns heute noch geben. Ich spreche mal mit Laura. Guck mal, worum es hier heute gehen wird. Even the air here feels clean. It's not hard to see why Jan Kafai is so fond of this village. I hope that I'll get a chance to bring Father and Klaus here one day. We'd be happy to have them, and don't worry, I'm sure you have plenty of chances once the war's over. I hope so. I suppose that's another reason for us to hasten its conclusion. But I'm still at a loss as to how, though. What should we do, I wonder? She's definitely racking her brain over this. Maybe a break would do her good. Ja, das initiieren wir mal. Why don't we go somewhere and take a break? It's good to take a breather sometimes when you're stuck on a difficult problem. That sounds reasonable. In that case, I'd like to ask you a favor. Would you escort me to your room? What? Laura, das geht jetzt ein bisschen schnell. Was soll das? Was? Ich glaube, Reen ist gerade auch überfordert, oder? Reen, wirst du gerade rot? Wow. Das kam jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Vor allen Dingen, weil sie auch gar nicht begründet hat, warum. Aber das tut sie vermutlich jetzt. So, this is your bedroom. The decor... Ich habe gerade Doktor gelesen. The decor has something of an Eastern feel to it, fitting for a former student of Jan Kafai's. Is there anything here that's particularly representative of the Eight-Leaf School? I should have known. You caught me off guard when you asked to see my room, but it figures that's what you were interested in. Ja, was dachtest du denn, Breen? Wahrscheinlich das gleiche wie ich. Nein, wir kennen ja alle unsere Laura, ne? Why would you be surprised? Oh, it's nothing. As for your question, I don't have all that much, I'm afraid. Wait, actually I have some tea leaves Master Kafai gave to Dad a while back, I think. How about it? You up for having some green tea? Really? I'd like that very much. Oh, jetzt sitzen sie hier in seinem Zimmer und trinken Tee. Kann man mal machen. This has quite a refined taste indeed. It isn't my first time tasting green tea. Monica let me sample the tea served at her class tea house during the festival. But this seems to have more depth to its flavor and fragrance. Master Kafai is a huge fan of this kind, apparently. He brought it back from the East himself. He's always bringing gifts whenever he comes to visit, so he's popular among the locals. Everyone here likes him. Really, now? I've yet to have the opportunity to meet him in person, but I can easily see why he and Father get along so well. Would you happen to know where he is now? Nope, afraid not. That letter I received from him during our vacation here didn't specify. He's always been something of a vagrant. He wanders the continent throughout the years, stopping off wherever he pleases. So while I couldn't tell you where he is, I'm sure he's just fine. I imagine so. If rumor is to be believed, he's as proficient with a blade as Father, if not more so. Das ist ja ein spannendes Duell zwischen den beiden, ne? Are you worried about your dad? I am. I try to avoid admitting it publicly, but it's a fact. His skill is as immense as ever, but given the various new weapons that have come into play during this war, along with other powerful warriors such as General Aurelia and that knight from Ouroboros, yeah, I can't blame you for being a little concerned under the circumstances. Still, all we can do in the meantime is keep going and do what we're able. So long as we keep that up, I'm sure we'll be reunited with them in due time. Maybe. No, you're right. In a sense, this is but another trial we must overcome to reach greater heights. Yeah, and I know we can overcome it so long as we're together. Ja. Ich freue mich auch auf den Moment, wo sie ihren Vater dann wieder sieht. Aber es ist auch wenig überraschend, dass sie da gedanklich immer noch sich Sorgen macht und so, ne? Okay. Oh, ach stimmt, hier gab es jetzt noch eine zweite. Das wurde uns ja im Vorfeld auch gesagt. Alles klar, ihr Lieben, wir werden dann vermutlich
wenn ich mich jetzt nicht spontan umentscheide, dann erst beim übernächsten Mal hier mit den Bonding-Events weitermachen, denn ich bin jetzt gerade fest entschlossen, beim nächsten Mal einen Bonuspart rauszuhauen, wo ich dann die ganzen Gespräche mit den anderen Leuten nochmal zusammenschneiden werde, damit wir gucken können, wie das verlaufen wäre, hätte ich mich für die anderen entschieden. Ich bleibe aber für meinen Hauptspieldurchgang, bleibe ich bei der Uses-Entscheidung. Also dazu stehe ich, das werde ich auch nicht ändern, aber so haben wir wenigstens die Chance, auch mal zu gucken, wie das abgelaufen wäre, wenn ich jemand anderen den Vorzug gegeben hätte. Wir werden sehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.